mir ist saumäßig kalt und ich habe meine olle Mütze zu Hause vergessen. Und herzlich willkommen bei Stefan Goldenstein, Wildlife. Vielleicht könnt ihr es hinter mir schon sehen, es hat ein bisschen geschneit und es schneit auch immer noch. Wir haben heute den 6. Januar und ich habe heute mal vor, an den Hafen von Norddeich zu fahren, denn da wurde vor ein paar Tagen eine Trauerente gesehen. Und die mal so vor die Kamera zu kriegen, das wäre mal ziemlich geil, weil das ist halt ein Vogel, der eigentlich sonst auf dem offenen Meer lebt. Und ansonsten gucken wir natürlich, ob wir zwischendurch auch noch was finden. Naja, wünsche mir Glück, dass wir die Trauerente finden. Bis gleich. Wir sind am ersten Spot angekommen. Wir befinden uns hier am Hager Tief. Und hier habe ich ein paar Wasservögel entdecken können. Hier sind ein paar Stockenten, ein paar Blässhühner, Kormorane sind da hinten und ein Graureiher, der nach Nahrung sucht. Und die versuchen wir jetzt auf Film festzuhalten. Das Hager Tief ist ein Entwässerungskanal, der über das Nordertief direkt in die Nordsee führt. Hier auf der Brücke scannte ich zunächst die Uferbereiche nach möglichen Tieren. Die Gruppe von Blässhühnern war nicht zu übersehen. Jetzt im Winter kann man sie häufig in Gruppen beobachten. Den Namen hat das schwarze Blässhuhn aufgrund des weißen Bereiches über dem Schnabel. Auf der anderen Uferseite konnte ich auch noch einen Graureiher beobachten. Gespannt wie ein Flitzebogen war er bereit, Beute zu machen. Was ihm tatsächlich auch gelang. Was er allerdings erbeutet hat, konnte ich nicht feststellen. Mein erster Eindruck war allerdings, dass er mehr Blätter als tierische Nahrung gefunden hatte. Natürlich waren auch auf diesem Kanal diverse Stockenten anzutreffen. Hier sind sehr gut die Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein zu erkennen. In etwas größerer Entfernung ließen sich auch noch 3 Kormorane beobachten. Sie waren im Schneegestöber mit der Gefiederpflege beschäftigt. Nur ein paar hundert Meter weiter erwartete mich eine große Überraschung. Ja, jetzt gerade mal wieder was richtig Cooles passiert. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Norddeich und da sehe ich eine riesige Herde Dammwild. Junge, Junge, 30, 40 Tiere bestimmt. Ich zeige es euch gleich mal auf Kamera. So, ich verstecke mich jetzt so ein bisschen hinter meinem Auto und das scheint ganz gut zu klappen, denn die hauen einfach nicht ab. Und das sind übrigens fast 60 Stück, also richtig cool. Dass hier in der Gegend Dammhirsche vorkommen, wusste ich. Allerdings nicht, dass sie in so großen Herden hier unterwegs sind. Neben ein paar imposanten Hirschen waren auch Hirschkühe und deren Junges anzutreffen. Und es sind sogar 2 dabei, die komplett weiß gefärbt sind. Also 2 Albinos. Da hatte ich ja vor ein paar Jahren schon mal ein Video rausgebracht mit dem Weißen. Damals war es ein weißer Hirsch. Diese beiden haben kein Geweih. Aber trotzdem super geil. Bereits vor ein paar Jahren konnte ich hier einen weißen Hirschen ablichten. Ein weißes Dammwild zu treffen, war schon reine Glückssache. Aber heute gleich 2, wow, das war schon richtig krass. Hier sehen wir mal ein weißes Exemplar mit einem schönen Hirschen daneben. Eine gute Viertelstunde verbrachte ich noch bei der Herde. Aber ich wollte ja die Trauerente finden, also ging es direkt weiter. Also der Wind, der hat ein bisschen zugenommen und dementsprechend habe ich die Kamera jetzt ein bisschen runtergebockt, damit die einfach ein bisschen mehr Windstabilität hat. Und es klappt auf jeden Fall ganz gut.
glücklicherweise habe ich hier auch nicht so viel Schilf am Rand. Dementsprechend kann ich schön von weit unten filmen. Herrlich, aber jetzt geht's weiter. Ja, nächster Stopp. Wir haben ein paar Singschwäne vor der Kamera. Ich sitze jetzt gerade so ein bisschen hinterm Auto, denn der Wind ist doch schon arschkalt. Ich habe keine Handschuhe mit, aber ist trotzdem ziemlich geil. Und ich zeige euch jetzt mal das Land, wo sie drauf sitzen. Da ganz hinten, da kann man sie sehen. Direkt an der Hauptstraße fand ich eine kleine Gruppe von Singschwänen. Neben ein paar Alttieren waren noch einige Jungvögel dabei, welche man an den dunkleren Schnäbeln gut erkennen kann. Als ich gerade das Stativ wieder ins Auto packte, bemerkte ich plötzlich zwei weiße, flatterige Vögel über der Wiese. Schnell griff ich mir die Kamera und machte ein paar Aufnahmen. Diese Beobachtung war aus mehreren Gründen besonders für mich. Zum einen waren es die allerersten Zwergmöwen, die ich selber gefunden habe. Zum anderen waren es auch die besten Bilder, die mir bis dato gelungen sind von der Art. Aber jetzt wurde es wirklich Zeit, zum Hafen zu fahren. Es schneite immer noch und der Wind war kräftig. So, ich bin endlich am Ziel angekommen. Ich bin jetzt im Hafen von Norddeich und ich habe tatsächlich die Trauerente gefunden. Leider ist die Ente immer nur ein paar Sekunden an der Wasseroberfläche und taucht dann direkt wieder ab für halbe Minute. Und dann ist sie wieder ganz kurz oben. Aber ich versuche mal mein Bestes, dass wir sie drauf kriegen. Und mir ist saumäßig kalt und ich habe meine olle Mütze zu Hause vergessen. Oder ist sie wieder? Ich muss filmen. Nach einer schönen Reise konnte ich dann endlich die Trauerente finden. Es war ein Weibchen, das konnte man gut an der braunen Gefiederfärbung erkennen. Hier im Hafen konnte ich sie sehr gut bei der Nahrungssuche beobachten. Zweimal konnte ich sie dabei beobachten, wie sie untertauchte und mit einem Krebs wiederkam und diesen an der Wasseroberfläche genüsslich verschlang. Unsere europäischen Trauerenten brüten im Norden Europas, aber im Winter kann man sie häufig an Nord- und Ostsee beobachten. Meistens halten sie sich allerdings in größeren Truppen vor der Küste auf und selten in einem Hafen. Daher war ich sehr froh über die Chance, diesen Vogel genau hier filmen zu können. Wunderbar! Auch wenn ich mittlerweile richtig durchgefroren war, die Reise an den Hafen hat sich durchaus gelohnt. Neben der Trauerente waren auch zwei Haubentaucher auf Nahrungssuche. Haubentaucher kann man häufiger mal in Hafenanlagen entdecken. Etwas abseits hielt sich auch ein kleiner Zwergtaucher auf, von dem ich direkt ein paar Bilder schoss. So, das war's jetzt. Mir wird das jetzt echt zu kalt. Wir haben gerade -3 Grad und es ist extrem windig. Und meine Finger, meine Nase, die fallen gleich ab. Dementsprechend hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ihr auf dem Rückweg noch irgendwas entdecken sollte, dann halte ich vielleicht noch mal an. Falls nicht, sehen wir uns beim nächsten Video. Auf jeden Fall ziemlich geiler Tag. Singschwäne gesehen, Zwergmöwen entdeckt, leider nur Bilder hinbekommen. Und jetzt mit der schönen Trauerente einen Abschluss gemacht. So, haut rein Leute. Tschüss.